Herzlich willkommen zum Online-Kongress Erwachte Beziehung, leben in einer neuen Welt. Und heute freue ich mich besonders über 3 Gäste. Zum ersten habe ich Tamarack und Lety eingeladen und Marco ist so nett und übersetzt für uns alle 3. Very, very welcome, Lety. Very welcome, Tamarack. Welcome, Marco. I'm so happy that you're here. It's our pleasure to be here. Thank you for inviting us. Das ist unser Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung. Yeah. And I would like to tell something about you, very short. What I read, I have to look there. I read, Lety, your name means woman of joy. Ich möchte kurz ein paar Sachen über euch sagen. Und zwar, Lety, dein Name bedeutet Frau der Freude. And Tamarack, what I wrote about you, I will read it. You call yourself a fool who is free to follow his heart. I love Ich it. werde vorlesen, was ich über Tamarack gelesen habe. Du nennst dich selber ein Kasper oder ein Idiot, der, was hast du gesagt? Who's free to follow his heart. Der die Freiheit hat, seinem Herz zu folgen. And I would like you to talk a little bit about yourself. Where do you come from and what are you doing? And also, I Ich mean, möchte gerne, dass ihr etwas über euch selber erzählt. Wo kommt ihr her und was ihr so macht? and what is your passion in your lives? Und was sind die Leidenschaften in eurem Leben? Well, we live in the northern forest in the northern United States, near Lake Superior, South Shore. Wir leben in einem nördlichen Wald der USA in der Nähe von Lake Superior, dem oberen See. And together we run several nonprofits, the Teaching Drum Outdoor School, the Healing Nature Center, and Snow Wolf Publishing. Und gemeinsam leiten wir mehrere Non-Profit Organizations, Snow Wolf Publishing, Teaching Drum Outdoor School und the Healing Nature Center. Along with the Brother Wolf Foundation. Und auch die Brother Wolf Foundation. And all of them are dedicated to helping us as humans to reconnect with what it is to be our wild selves, to be intrinsically human. Und alle dienen dem Zweck, uns Menschen zu helfen, sich mit unserem wilden Selbst wieder zu verbinden und unser wahres Selbst zu entdecken. And to bring the wisdoms and the traditional teachings of the old ways, the ways our ancestors used to live, and the way all Und die Weisheit, too much. Und die Weisheit unserer der indigenen Völker wiederzubringen. Yeah, I missed part of what you said. Okay, in order to bring the wisdoms, the traditional wisdoms of our ancestors and other native people to our contemporary society. Und die traditionellen Weisheiten unserer Vorfahren sowie unserer der indigenen Bevölker wieder zurückzubringen. So that we can again live in balanced relationship with each other. Damit wir wieder in Beziehung, in Balance und Gleichgewicht leben können. And with ourselves, our inner selves, and with all of life. Und mit uns selbst und unserem inneren Selbst und allen Lebensformen. For me, I would add that I was born in Mexico. Für mich möchte ich dazu sagen, dass ich ursprünglich aus Mexiko komme. Dort wurde ich geboren.
And I grew up near to my grandmother, who was a traditional healer, a curandera. Und ich wuchs auf in der Nähe meiner Großmutter, die eine traditionelle Heilerin war, auch Curandera genannt. And what she helped me to, she introduced me to a life that is within the physical world. Und sie hat mir ein Leben nahegebracht, das innerhalb der Rahmen der physischen Welt stattfindet. That what I see with my physical eyes is just a very small part of reality. Das, was ich mit meinem tatsächlichen physischen Auge sehe, ist nur ein kleiner Teil der tatsächlichen Realität. And she taught me to really respect and remember that as I walk. Und sie hat mir beigebracht, dass ich mich daran immer erinnere und das auch wirklich respektiere auf meinem Gang durchs Leben. Another question that I have. Ich habe noch eine Frage. You're working as wilderness guides and showing people how to live outdoor, and how did you come to the topic of relationship? One thing Ja, ihr arbeitet als in einer Wildnisschule und Anleiter, den Menschen darzureichen, wie sie draußen leben können. Wie seid ihr auf das Thema Beziehung gekommen? Because you are doing courses that are called Two Hearts, One Fire for partners. Ja, weil gebt ja jetzt einen Kurs, der Zwei Herzen, ein Feuer genannt wird, der um intime Beziehungen geht. Yes, for couples and for singles, you do this course. Ja, der ist ausgerichtet für Paare oder auch für Alleinstehende. And you're doing it in August here in Germany. Ja, und der Kurs findet im August 2022 in Deutschland statt. And there are still free places available. Und es gibt auch noch offene Plätze. Yeah. And so how did you come to this topic? Ja, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Okay, I can tell you a little bit of my story and how Ich kann dir ein bisschen zu meiner Geschichte erzählen. And how I learned that life is all about relationship. That's all that really matters. Und wie ich dazu kam, zu erkennen, dass alles im Leben sich um Beziehungen dreht, denn das ist das Einzige, was etwas bedeutet. When I was in my mid-20s, I was on my second marriage already. Als ich in meinen Mitzwanzigern war ich schon in meiner zweiten Ehe. And I was already struggling in that relationship. Und auch in der Beziehung lief es nicht wirklich gut. And I was running two businesses and I was struggling with my employees. Und ich hatte auch zwei verschiedene Geschäfte, die ich leitete, und ich hatte Probleme mit meinen Mitarbeitern. And I had unresolved issues with my father because of my upbringing with him. Und ich hatte ungeklärte Probleme mit meinem Vater, die in der Zeit, in der ich erwachsen wurde, aufgetaucht sind. My life was in crisis. Mein Leben war in einer Krise. Now, right around that time, I ended up being the caretaker of a pack of semi-domestic wolves. Und in dieser Zeit fand ich mich in der Situation, dass ich die Betreuer von domestizierten Wölfen wurde.
those wolves accepted me into their pack and they became my family. Diese Wölfe haben mich in ihrem Rudel aufgenommen und akzeptiert und wurden zu meiner Familie. And they forced me to come from my heart because that's the only language they knew. Und sie zwangen mich direkt von meinem Herzen zu kommunizieren, denn das war die einzige Sprache, die sie kannten. I could try to put on a happy face for them when I went to join the pack. Ich konnte versuchen, ein fröhliches Gesicht, eine Maske aufzusetzen, wenn ich mich in ihrer Gegenwart befand. And they completely ignored that and they related to me as I truly was. Und die haben das komplett ignoriert und haben sich mir gegenüber so verhalten, wie sie mich wirklich empfanden. And it's through that relationship with them that I learned to become emotionally honest with myself and speak from my heart and not my illusions. Und es ist durch diese Beziehung mit den Wölfen, dass ich gelernt habe, wirklich von meinem Herzen zu kommunizieren und nicht durch Illusion. And I lived with that pack for 5 years. Und ich lebte mit diesem Rudel 5 Jahre lang. And it turned my life around. Es hat mein Leben komplett verändert. It was then that I dedicated my life to my healing so that I could in turn be in true relationship with others of my own kind, not just wolves. Und es war dann, dass ich mein Leben meinem eigenen Heilungsprozess widmete, um wirklich mich so in Beziehung zu stehen, dass man meinem wahren Selbst entspricht, auch mit meinen eigenen Mitmenschen, nicht nur mit Wölfen. At that time, I was apprenticing to the native elders in the area here, the Ojibwe elders. Und in dieser Zeit war ich oft bei den Ojibwe-Ältesten, um von ihnen zu lernen. And when I had a problem or a question and I went to them, Und wenn ich eine Frage oder Problem hatte, ging ich zu ihnen. they would not answer me directly, but they would say, go and ask Wolf, because that's what our elders told us when we were your age. Dann würden sie mir keine direkte Antwort geben, sondern sie würden mir sagen, geh und frag den Wolf, denn das ist genau, was unsere Ältesten uns früher beigebracht haben. And I understood because wolves are social animals just like we are. They're very caring people. Und ich verstand das, weil die Wölfe sind auch sehr soziale Wesen, genau wie wir. Und sie sind wirklich sehr kümmernd und sehr fürsorglich miteinander. And I understood what they meant when they said, these are not wolves, these are wolf people. And there are the tree people and the fish people and the bird people and the eagle people. Und ich verstand, wenn sie sagten, das sind nicht Wölfe, sondern das ist das Wolfsvolk. Und es gibt das Baumvolk und das Fischvolk und das Vogelvolk. So it was no longer me and the humans and nature out there, but all of us together in the hoop of relations. Und so war es nicht mehr ich und die Menschen und Natur, sondern alles wurde zu einem und betrat einen Kreis des Lebens, einen Kreis der Beziehung. And Lety has had similar experiences, and this is what we are bringing forth in our teachings. Und Lety hatte auch ähnliche Erfahrungen und das ist, was wir zu unseren Kursen, zu unseren Lektionen, zu unseren, was wir bringen können als Lehre. Maybe, and maybe Lety, before you tell your story, your part of the story, I would say it touches me a lot what you say about the wolves
It reminds me. Und Lety, bevor wir jetzt zu dir kommen, damit du deinen Teil deiner Geschichte erzählen kannst, möchte ich als erstes zum Ausdruck bringen, dass es mich wirklich sehr berührt zu hören, was du von den Wölfen gelernt hast. Because it reminds me of how we are in trauma response. Denn es erinnert mich daran, wie wir, ja, wie unsere Antwort ist auf ein Trauma oder eine Reaktion auf ein Trauma. And when we go to other people, we smile, but we don't want to smile. Wir gehen zu anderen Leuten und wir setzen ein Lächeln auf, aber wir wollen eigentlich gar nicht lächeln. And it touches me that the wolves ignore this. Und es berührt mich, dass die Wölfe das einfach ignoriert haben. That's wow for me. Das ist ein wirkliches Wow für mich. My grandmother used to tell me, when you are angry or you feel sad, nobody understands you. Meine Großmutter pflegte zu sagen, wenn du wütend bist oder genervt und dich so fühlst, als ob dich niemand versteht. She said, go to the trees. The tree people are very good listeners. Dann sagte sie, geh zu den Bäumen, denn das Baumvolk, das kann wirklich sehr gut zuhören. And that's how it was. So from an early age, I learned to consider the trees as my relatives. And Und so war es auch. Schon in sehr jungen Jahren betrachtete ich die Bäume als meine Familie und meine Verwandten. And I'm able to hear their voice and their guidance, which is not in a language, it's not English or German, but it's tree language. Und ich kann ihre Stimme hören und ihre Ratschläge, und das ist nicht in einer Sprache wie Englisch oder Deutsch, sondern es ist die Baumsprache. And the Ojibwe people of this area have a word for their language. They call it Sisigwat. Und die Ojibwe-Menschen dieser Gegend haben ein Wort für die for the tree language, haben ein Wort für die Baumsprache, und das ist Sisigwat. And so I realized that this is a universal understanding with people that are connected with the earth as mother. Und das hat mir gezeigt, dass es ein globales Verständnis gibt für dieses Phänomen zwischen Menschen, die eine Verbindung zur Natur haben. And so I was able to understand that the relationship is not just with other humans, but the relationship is with everything. Und das hat mir gezeigt, oder dadurch habe ich verstanden, dass Beziehungen nicht nur zwischen Menschen stattfinden, sondern auch zu anderen Wesen. And what is the most striking for me? Und was ist das, was mich am stärksten beeindruckt? Is that in the natural world, the trees, the stone people, they are holding the physical and the spiritual essence in balance at once. Und dass die in der natürlichen Welt die Steinmenschen und Stone People and who? Tree people. Und das Baumvolk halten die physische Essenz von was? From the spirit and the physical in balance, they hold these. Sie halten die physische und die geistige Essenz in Balance, im kompletten Gleichgewicht. And so they model for us how to do that. Insofern sind sie für uns ein Modell oder ein Beispiel, an dem wir lernen können, wie man das machen kann.
And that brings another example that our elders here have taught us. Und das bringt auch ein weiteres Beispiel, das unsere Ältesten hier uns gelehrt haben. That when humans go into the land and they say they're going to form a community, Wenn die Menschen sich auf irgendein Stück Land begeben in einer Gruppe und sagen, sie gründen jetzt eine Gemeinschaft, eine Community, the elders say, no, wait, the community is already there welcoming the humans. dann sagen die Ältesten, Moment, wartet, die Gemeinschaft, die Community ist doch schon längst da. Ready to welcome the humans. Und sie sind bereit, die Menschen willkommen zu heißen. And so that's something that we share with our students that live in the woods. Und das ist etwas, was wir mit unseren Schülern, unseren Studenten, die sich gerade im Wald befinden und dort leben, was wir mit ihnen teilen. It's a subtle recognition, but a very important one. Es ist eine subtile Anerkennung, aber eine sehr wichtige. I feel quite a pain that my life is not like this. Ich fühle sehr, sehr viel Schmerz, dass mein Leben nicht so ist. That what you say resonates totally in me. Ich kann mich sehr damit verbinden, was du sagst. But I have never thought about it. Aber darüber habe ich noch nie nachgedacht. So thank you for this. Insofern vielen Dank dafür. And there's something to add to that, Bettina, because no matter where we are surrounded by nature. I see some flowers. Und da ist noch was Wichtiges zu sehen, Bettina. Denn egal wo wir sind umgeben von Natur. Ich sehe ein paar Blumen. There. On your table there. And then there's auf deinem Tisch hinter dir. And there's some wooden cabinets behind you. Und es gibt auch die hölzernen Schränke hinter dir. And even the concrete on the street is made out of the flesh of nature. Und selbst der Beton auf der Straße ist aus dem Fleisch der Natur gemacht. Yeah. It's important to remember that the spirit of nature is not dead, whatever form it takes. Es ist sehr wichtig, sich immer daran zu erinnern, dass der Geist der Natur nicht tot ist. Er ist immer da. And to add to that, it's really important to recognize that our nature is nature. Yeah. Und dem nochmal zuzusetzen, es ist sehr wichtig zu sehen, dass unsere Natur Natur ist. We already know the right way of relationship. Wir kennen schon die richtige Art und Weise, in Beziehung zu sein. It's imprinted in our DNA and we know it in our ancestral memories. Es ist eingeprägt in unsere Gene und wir wissen das in unserer Ahnenerinnerung. We just have to get out of the way, get our egos out of the way, and it just blossoms forth. Wir müssen einfach nur zur Seite treten und unser Ego zur Seite nehmen und dann erblüht alles. Well, something about this word we just have to. This word just. Ja, das kleine Wort nur tritt hervor. Yeah, that's why I do this summit. What is about this just? Can you speak a little bit about what ways are you going? Because Und
Genau deshalb mache ich diesen Kongress oder diesen Summit, um dieses nur zu erkunden. Könnt ihr etwas sagen zu? Because it is one thing to go to the wolves and find the way of my heart. Es ist eine Art und Weise, zu den Wölfen zu gehen, um mich mit meinem eigenen Herzen wiederzufinden. The wolves or the horses or the trees don't argue. Die Wölfe oder die Pferde oder die Bäume. Yeah. Don't argue with you. Ja, die streiten nicht mit dir. And you don't fall into trauma responses. Und insofern gibt es keine Traumareaktion. But if you go to any kind of other person, human being, Aber wenn du zu irgendeinem anderen menschlichen Wesen gehst and he or she looks like daddy or mommy, und sie sieht aus wie Papa oder Mama or is like him or her, oder ist wie er oder sie, then it's different. dann ist das schon anders. Yeah. You bring up two important points. One is arguing. Ja, du bringst zwei wichtige Punkte auf. Erstens, streiten. When we argue, we are not listening. Wenn wir streiten, dann hören wir nicht zu. And the essence of relationship is not in speaking, but in hearing and listening to our partner. Und die Essenz von Beziehung ist nicht im Sprechen, sondern im Zuhören, dass wir unseren Partnern zuhören. When I feel as though I'm being heard, I have no reason to argue or be defensive. Wenn ich das Gefühl habe, gehört zu werden, dann habe ich überhaupt keinen Grund, mich zu streiten oder zu verteidigen. And I automatically diffuse any potential argument. Und ich weiche automatisch jeden potenziellen Streitpunkt auf, Because my partner does not have to raise the octave level in order to break through my boundaries. weil mein Partner seine Stimme nicht erhöhen muss, um durch meine Grenze durchzutreten. I'm right there. My heart is open and I want to hear what my partner has to say without judgment. Ich bin präsent und ich bin offen zu dem, was mein Partner oder Partnerin zu sagen hat, ohne Beurteilung. Can I ask something to this point? Ich möchte dazu etwas fragen. But how can I say? Sometimes I feel when I talk with my husband, I have to say things that are not so easy for him to hear. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mich mit meinem Ehemann unterhalte, dass ich Sachen mal sagen muss, die nicht so einfach für ihn sind. I do this and I try not to be judging. Ich mache das und ich versuche nicht zu beurteilen. But it's not about being friendly, isn't it? Aber es geht ja nicht darum, freundlich zu sein, oder? It's not about being friendly. It's about ownership. There's a big difference between I feel and you make me feel. Es geht nicht darum, freundlich zu sein, sondern selber sich verantwortlich zu fühlen. Es geht um, ich fühle, statt du machst mich irgendein Gefühl fühlend. When I say I feel, I'm not a threat to somebody else. Wenn ich sage, ich fühle, dann bin ich keine Bedrohung für jemand anderes. That makes it easier for them to listen and be present for me. Das macht es einfacher für sie, zuzuhören und für mich präsent zu sein. What I feel has to do with my relationship with my mother from way back. Yeah. That's where I got the pattern. It's not Lety.
It's my mother, my relationship with my mother. Weil wenn ich sage, ich fühle, dann geht es eigentlich um meine Beziehung zu meiner Mutter. Es geht nicht um Lety, sondern um das Muster, das durch die Beziehung mit meiner Mutter gesetzt wurde. Now, instead of me triggering Lety so that she has to feel defended, she can be open and empathetic. Jetzt anstatt dass Lety selbst einen Auslöser hat und das Gefühl hat, sich verteidigen zu müssen, dann nun kann sie zuhören und empathisch sein. And that completely changes the dynamic of the relationship. Und das ändert die Dynamik einer Beziehung komplett. Does it always work for you? Funktioniert das immer für euch? We've been together for 20 years and it's worked so far. I don't know what's going to happen tomorrow, but it's worked for 20 years now. Ja, wir sind seit 20 Jahren zusammen und ich weiß nicht, was morgen passiert, aber bisher hat es 20 Jahre lang funktioniert. In order to argue, there has to be a reason for an argument. And if I don't present any reason, there's no argument. Ja, damit es zu einem Streit kommt, muss es einen Grund dafür geben. Und insofern kann es nicht zu einem Streit kommen, wenn ich keinen Grund dafür gebe. I'd like to add here a little piece of the just. Ich möchte hier etwas zusetzen, ein kleines Stückchen zu dem nur. Because it takes a lot of practice. Weil es ist sehr viel Übung. To really take ownership for Ja, sich wirklich take ownership for my feelings. Sich wirklich für seine eigenen Gefühle verantwortlich zu fühlen. That is the hardest thing. Das ist das Schwerste an der Sache. Because when I feel pain, emotional pain, weil wenn ich emotionalen Schmerz empfinde, I want to lash out. Dann will ich jemanden hauen. I want to blame something or someone. Ich möchte jemanden beschuldigen oder irgendetwas die Schuld zuweisen. I think that is necessary to take the pain away. Ich denke, dass das nötig ist, damit der Schmerz weggeht. But it doesn't take the pain away. It just hurts someone else who then wants to take the pain away by projecting it back. Ja, aber es nimmt diesen Schmerz nicht wirklich, sondern es verletzt nur jemanden anderen, der dann emotionalen Schmerz empfindet und zurückhauen will. Yeah, it's a beautiful journey, and it's a journey that we have choice in. Ja, es ist eine wunderschöne Reise und es ist eine Reise, in der wir verschiedene Wahlmöglichkeiten haben. Well, I feel it the same, but the difference is I sometimes cannot hold on. Ja, ich fühle das genauso. Aber der Unterschied ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann das manchmal nicht halten. And then I do blame or fight. Und dann weise ich jemand anderen die Schuld zu und streite. And then I go back to myself. But I cannot hold it before. I just then go back to myself and feel what it's needed to feel. Und danach kann ich erst zu mir selber zurückkehren und die Gefühle empfinden, die gefühlt werden müssen. This is really important, Bettina. Das ist sehr wichtig, Bettina. We practice listening to our dreams every morning. Wir haben
Ja, wir hören jeden Tag unseren Träumen zu, because our dreams have a wisdom from a very broad perspective. denn unsere Träume haben eine Weisheit, die von einem sehr breiten Spektrum der Perspektiven kommt. Sorry, And do you mean the dreams of the night? Yes. Ah, okay. Geht es um die Träume der Nacht. The first thing in the morning when we wake up, we share what our dreams told us during the night. Die erste Sache, die wir morgens machen, wenn wir aufwachen, ist, dass wir miteinander teilen, was die Träume in der Nacht uns gelehrt haben. And one very important message my dream has given me Und eine sehr wichtige Nachricht, die meine Träume mir gegeben haben, is never make yourself wrong. es macht dich niemals, pack dich niemals selbst ins Unrecht. Because you start making yourself wrong and then very soon you're making everybody else wrong. Denn wenn du beginnst, dass du irgendwie selber die Dinge falsch machst, dann machen plötzlich alle alles falsch. And this is something that I have to work very hard Und das ist etwas, an dem ich sehr hart arbeiten muss. because I will, if I blame Tamarack or I blame something, then I feel guilty. Oh, I blamed. I'm wrong. Denn wenn ich Tamarack oder jemand anders beschuldige, dann fühle ich mich danach schuldig und dass ich alles falsch mache. I have to start extending empathy to myself. Ich muss damit beginnen, mir selber Empathie entgegenzubringen. And I not to become a tyrant, but to soften by forgiving myself for my own mistakes. Und nicht, dass ich selber zu meinem eigenen Tyrann werde, sondern dass ich mir selber vergeben kann, dass ich Fehler gemacht habe. That softens me up. And so then I am not so angry. Dadurch werde ich weicher und bin nicht mehr so wütend. Well, we have had so many blames in our lives, so they are internal. Sometimes there is no other people needed to feel blamed. Ja, wir hatten so viele Beschuldigungen in unserem Leben und oft genug braucht es niemanden anderen, um uns selber ins Unrecht zu verfrachten. So many triggers can bring up these old blames. Ja, so viele Auslöser können die alten Beschuldigungen wieder hervorrufen. Yeah. That is an important point, if I may address that, triggers. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich gerne betrachten möchte, die Auslöser. We are traumatized. Almost all of us have been traumatized at a very early age because of our upbringing or our culture. Ja, fast alle von uns wurden in sehr früher Kindheit traumatisiert aufgrund unserer kulturellen Sozialisation. And trauma is for life. Und das Trauma bleibt das ganze Leben bestehen. And we are going to be triggered throughout our lives, and it's going to bring up that trauma memory. Und während des Laufes unseres Lebens werden wir immer wieder durch verschiedene Dinge Auslöser, die aufkommen, an unsere Trauma erinnert und die kommen wieder hoch. We don't have any choice in that matter. Da haben wir überhaupt keine Wahl. But we do have a choice in how that trauma memory manifests. Wir haben eine Wahl, wie diese Traumaerinnerungen sich manifestieren. I can either feel victimized by my traumatization and take it out on others around me, Ich kann entweder das Opfer meiner eigenen Traumatisierung sein und dies an anderen Leuten auslassen. or I can learn from it and be all the wiser for it.
oder ich kann davon lernen und dadurch weiser werden. And I can take that lesson and make my life all the richer. Und ich kann diese Lektion integrieren und mein Leben bereichern. And use it as a teaching to treat other people with kindness and respect. Und kann dies als Lehre empfinden, andere Menschen mit, nett und respektvoll zu behandeln. So I don't pass that trauma memory on to the next generation. Und dadurch gebe ich diese Traumaerinnerung nicht an die nächste Generation weiter. And so that I can have a rich, fulfilling relationship. Und dass ich selber eine reiche und erfüllende Beziehung führen kann. Without beating up my partner because of how my mother or my father treated me. Ohne meinen Partner dafür fertig zu machen, wie meine Mutter oder Vater mich behandelt haben. Yeah. I would like to go back one step to the dreams. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Punkt der Träume. I had a question on that point. Ja, da hatte ich eine Frage. Maybe just about my life. Maybe you know what happens because I always had many dreams. Vielleicht beziehe ich mich auf mein eigenes Leben, denn ich hatte immer viele Träume. And since I'm doing this summit, they are gone. Und seitdem ich an dieser Konferenz arbeite, sind sie weg. Do you have an idea about this? Hast du da irgendeine Idee, warum das so ist? Well, there could be a couple things going on. One is that you're not remembering your dreams because you are automatically incorporating them into your life and you don't have to remember them. Ja, da könnten verschiedene Dinge passieren. Ein Punkt könnte sein, dass du automatisch deine Träume integrierst in dir selber und dadurch musst du dich gar nicht daran erinnern. That would be the best case scenario. Yeah. Ja, das wäre das beste Szenario. Another possibility is that you are so preoccupied with what's going on in your awake time that you wake up and your head is full of ideas right away and you don't have time, you don't give yourself time for your dream. Eine andere Möglichkeit ist, dass du so davon eingenommen bist, was in deinem Wachzustand los ist, dass du aufwachst und sofort damit gedanklich beschäftigt bist, was jetzt als nächstes passiert und du dadurch nicht die Zeit hast oder dir die Zeit nimmst, zu hören, was die Träume zu sagen haben. That time between sleep time and awake time is called liminal space. Die Zeit oder der Zustand zwischen dem Wach- und dem Schlafzustand wird als liminalischer Prozess betrachtet oder Raum ist ein Übergang. It's a very precious and sacred time. Ist eine sehr wichtige und heilige Zeit, Because we have a foot in both worlds. weil wir einen Fuß in beiden Welten haben. And right there we can be a bridge between our dream time wisdom and our awake time consciousness. Und dadurch ist eine Brücke bestehen zwischen unserer Traumzeit und unserem Bewusstsein des Wachzustands. So what we recommend to people is just to take that time as soon as we wake up, to just lay there for a while. Und insofern raten wir Menschen, sich einfach etwas Zeit zu nehmen, einfach im Ruhezustand zu liegen And listen, just listen. und einfach zuzuhören. If we try to interpret our dreams, we run them through our filters and we're right back where we started from again. Wenn wir
in einen bewussten Prozess gehen, diese Träume zu interpretieren, dann wird unsere Rationalität einbezogen. So we need to take our dreams at face value. Und wir müssen unsere Träume einfach so nehmen, wie sie sich präsentieren. And that does not mean the story, because the story is just the vehicle. Das bedeutet nicht, sich auf die Geschichte zu beziehen, denn die Geschichte ist nur das Gefährt. It's the feeling and how it touches your heart that is the real dream message. Sondern es geht um das Gefühl und wie dein Herz davon berührt wird. Das ist die wirkliche Traumnachricht. So, I once wrote my dreams every morning. I wrote my dreams. Ja, ich habe eine Zeit lang jeden Tag meine Träume aufgeschrieben. And so I actually hadn't the need to write the story, but my feelings. Yes. Sagst du, dass wir nicht die Geschichte aufschreiben sollen, sondern einfach nur die Gefühle? Yes, because the story is quite long sometimes. Yes. Ja, denn die Geschichte ist manchmal sehr lang. Okay. Once you have your dream message, it's good to just let the story go, because the story has done its job. Ja, wenn du dich mit deiner Traumnachricht verbunden hast, dann lass die Geschichte einfach los, denn sie hat ihren Zweck erfüllt. Yeah, so maybe that's the reason why I had the feeling I'm not interested in the stories anymore. Maybe the dreams. Ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass ich gar kein Interesse an der Geschichte mehr habe. Probably it. Yeah. Mhm. Great. So, and then you share your dreams and your feelings about what came in the night. Also dann, wenn ihr aufwacht, dann teilt ihr eure Träume und die Gefühle, die hervorgerufen wurden. Or sometimes also recognitions or so. Oder was ihr dadurch die Erkenntnisse, die ihr dadurch habt. Yeah, it's a two-step process. We share our dream Ja, es ist feelings. ein Zwei-Schritt-Prozess. We share our dream feeling. And then She didn't translate. Wir teilen erst unsere Gefühle des Traumes. and then we look at how it applies to our lives. Und dann schauen wir, wie das sich auf unser Leben bezieht. And what We does help it each other make? with that. What does it What? make with you? Bettina. Okay, so what does this make with your relationship if you share your dreams? Ja, und wie bezieht sich das auf eure Beziehung, wenn ihr eure Träume teilt? It's a richness to our sharing, because we know each other so deeply. Ja, es bereichert unser geteiltes Leben sehr stark, denn wir kennen uns einfach so tief. One amazing thing that we discover is that we sometimes have parallel dreams. Ja, eine tolle Sache, die wir erkannt haben, ist, dass wir manchmal parallele Träume haben. We're so close and we're so much a part of each other's lives that we pick up on that energy at night, and our dream selves collaborate, it seems. Ja, wir sind uns so nah und so integriert in unser Leben, dass unser Traum selbst das manchmal nachts wahrnimmt und dann die gleiche Nachricht mitteilt. And this addresses a couple of the pieces that we're touching in our workshop. Ja, und hier werden ein paar Punkte angesprochen, auf die wir uns auch in unserem Workshop im August beziehen. One is finding passion in polarity. Ein Punkt hier ist, Leidenschaft in der Polarität zu finden. Because it's important to recognize that complementarity is not
as important as? Compatibility. Ja, das ist, spricht genau an, dass It's the other way around. Compliment- Actually. yeah, let's start over. Compatibility is not as important as complementarity. There you Ja, go. also die Kompatibilität ist nicht so wichtig wie die Komplementarität. So that the opposites are actually complementing each other. Ja, dass die verschiedenen Positionen sich eigentlich ergänzen. See, in a typical relationship, when we are feeling insecure and needy, we look for someone who's like us. In den typischen Beziehungen mit Unsicherheiten und eher sehr starken Bedürftigkeiten suchen wir oft jemanden, der genauso ist wie wir. And that doesn't give us anything other than a mirror image of what we already have. Und dann kriegen wir nichts Neues, sondern es ist schlichtweg ein Spiegelbild von dem, was wir schon haben. And that's why after the honeymoon phase, a lot of relationships get boring. Und das ist auch der Grund, warum nach der ersten aufregenden Kennenlernphase viele Beziehungen dann irgendwann flau und langweilig werden. Now imagine what it would be like if instead Ihr stellt euch vor, wie es wäre, wenn stattdessen I look for somebody who has what I don't have, someone who can bring me gifts and challenges. wenn ich nach jemandem suche, der etwas hat, was ich nicht habe. Jemand, der mir Geschenke und Herausforderungen bringen kann. All of a sudden, I have a rich and dynamic relationship that has all kinds of potential for growth and exploring new frontiers. Dann habe ich plötzlich eine reiche und erfüllende Beziehung, die haufenweise Potenzial für Erweiterung und Wachstum hat. That's the primary way to keep a relationship forever young and fresh. Ja, das ist der Hauptweg, eine Beziehung für immer jung und frisch zu halten. So that's one of your points in your workshop, how you wrote it, keep your relationship fresh forever. Ja, das ist einer eurer Punkte, die ihr aufgelistet habt, die im Workshop betrachtet werden. Wie hält man seine Beziehung für immer jung und frisch? You know, I could talk with you for some more hours. Ja, ich weiß, ich könnte mit euch noch viel länger sprechen. I really enjoyed. Ich genieße es sehr. Maybe we come to an end now for today, maybe. Vielleicht kommen wir jetzt für heute zu einem Ende. Is there anything you would like to say to the audience? What's important for relationship? Gibt es noch etwas, was ihr den Zuhörern mitteilen möchte, was wichtig ist für Beziehung? Maybe for the singles. Und auch vielleicht für die Alleinstehenden. Mm-hmm. That is beautiful, Bettina, because a relationship starts with two singles. Und das ist sehr wichtig, Bettina, denn eine Beziehung beginnt mit zwei Alleinstehenden. And that is really the key to a rich relationship. It's not that two people bring 50% each to the relationship. Und das ist wirklich sehr wichtig für eine bereichernde Beziehung, denn es ist nicht so, dass zweimal 50% zusammenkommen sollen. Each person needs to bring 100% into Jede a relationship. Person muss 100% von sich selbst zu der Beziehung bringen. And there's three keys to this, to bringing this richness into a relationship.
Und es gibt 3 Schlüsselpunkte, dafür diese Bereicherung in eine Beziehung zu bringen. And the first is appreciation. Das erste ist Anerkennung und Wertschätzung. And the second one is seeing the divinity in the other person rather than the faults and criticizing. Und das zweite ist, das Göttliche in der anderen Beziehung zu sehen, in der anderen Person zu sehen, statt die Kritikpunkte. which translates to appreciation. Und das wird dann auch gleich wieder zur Wertschätzung übersetzt. And to really bring it all together, the third important piece is appreciation. Und um das nochmal richtig zusammenzuführen, der dritte wichtige Punkt ist die Wertschätzung. We start by learning to appreciate ourselves, and then Wir beginnen damit, erstmal uns selbst wertzuschätzen und dann that then moves out of us. Just like when we make ourselves wrong, we make everyone else wrong. Und das können wir von dort aus nach außen projizieren. Genau wie andersrum, wenn wir selber uns ins Unrecht begeben oder so fühlen, wenn wir uns selber fertig machen, dann projizieren wir das auch auf andere. So it's learning how to appreciate ourselves so that we can also give that forth. So to sum it Insofern all müssen up, wir erstmal lernen, uns selbst wertzuschätzen, bevor wir das auch für andere machen können. so to sum it all up, the 3 keys to a successful relationship are appreciation, appreciation, and appreciation. And you've got it. Und insofern, um das nochmal, die Kurzfassung von allem, die Zusammenfassung, die 3 Schlüsselpunkte für eine erfolgreiche Beziehung sind Wertschätzung, Wertschätzung und Wertschätzung. Oh, yeah. Yes, and I can see it in you both, and I can feel it between the 4 of us. Und ich sehe das in euch beiden und ich kann das auch zwischen uns Vieren erkennen. And I really, really enjoyed this talk. Und ich habe wirklich diese Unterhaltung wirklich sehr genossen. Thanks a lot for coming from where? From Wisconsin? Ja. From Wisconsin to our homes. And thanks for your very, very beautiful beings. Vielen Dank, dass ihr hier uns von Wisconsin erreicht und vielen Dank für eure schönen Wesen. Yeah. And thank you for inviting us into your homes. It's been a pleasure sharing with you. Yes. Ja, thank vielen you, Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Vielen thank Dank. you, Bettina, for putting this summit together. Very Yes. important for the Oh. world. Yes. Ja, vielen Dank, Bettina, dass du diese Konferenz zusammenbringst. Das ist sehr wichtig für die Welt. Yes. Oh, yes. Thank you and goodbye to the audience.